Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu zwei Blitzen, welche in meiner Kameratasche sind, welche ich euch empfehlen kann und welche, wenn ihr öfters mal blitzt, bei euch auch nicht fehlen sollten. Ich will euch die heute mal kurz so vorstellen, weil ich die jetzt schon sehr lange in Benutzung habe und damit wirklich sehr zufrieden bin. Und ich denke, der eine oder andere sucht vielleicht einen Blitz oder weiß gar nicht, dass er einen sucht, weiß gar nicht, dass es sowas in der Richtung überhaupt gibt. Und deswegen, ja, zeige ich euch die heute mal. Es gibt zwei Blitze von Godox, die habe ich hier. Die könnten in ihrer Art nicht wirklich anders verschieden sein. Ihr seht es auch schon hier in der Größe. Wir haben hier einmal den neuen Godox V100 mit 100 Watt Leistung. Da geht also schon richtig was. Und im Gegensatz dazu habe ich hier den kleinen Godox IM20. Ihr seht es, der ist wirklich sehr klein. Und warum ich beide Blitze sehr gerne nutze und auch euch empfehlen kann, das will ich euch jetzt erklären. Lasst uns einfach mal mit dem kleinen Godox IM20 beginnen. Und ihr seht es hier auch schon, der ist wirklich sehr, sehr klein. Der wiegt nur 31 Gramm und der ist gerade mal irgendwas um die 39 mm breit in der Breite und eben auch in der Länge, nennen wir es mal. In der Höhe, da hat er, ich habe es mir da aufgeschrieben, 30 mm, also das komplette Gehäuse. Wie gesagt, das ist wirklich sehr klein. Jetzt ist es so, der Blitz an sich hat natürlich auch nicht die übermega Leistung, so wie jetzt zum Beispiel der V100. Der ist eher so ein bisschen als Ersatz für einen Aufklappblitz bei kleinen Kompaktkameras zum Beispiel. Es ist ja in der Vergangenheit beziehungsweise jetzt bei den letzten Kameras öfters so gewesen, dass ihr da gar keinen Aufklappblitz mehr habt, ob es jetzt eine kompakte ist oder auch ein bisschen was Professionelleres. Da fehlt meistens der Blitz und das Ganze hier ersetzt das Ganze so ein bisschen. Es ist auch so, der hat eine Leitzahl von, die ist nicht wirklich direkt angegeben, aber wenn man es mal vergleicht mit Blitzen, die verbaut sind, dann dürfte die Leitzahl hier irgendwo bei 6 oder 7 liegen. Das ist jetzt wirklich nicht viel, hier sind wir bei 100. Aber es reicht für sehr viele Bilder, um da ein bisschen was aufzuhellen oder was jetzt auch wieder in ist, so ein bisschen diesen Retro-Effekt zu bekommen. Wenn ihr den Blitz direkt auf der Kamera oben habt, dann ist er ja wirklich sehr nah am Gehäuse und ihr blitzt da wirklich direkt auf euer Motiv. Dieser Look kommt ja jetzt so wieder so ein bisschen in Mode und genau diesen Look könnt ihr mit diesem Blitz hier auch erreichen. Denn die Leitzahl von 7 hört sich erstmal gering an, aber sie ist schon ausreichend, dass man da relativ gut was anblitzen kann. Natürlich jetzt nicht in 50 Meter Entfernung, aber gerade für kleine Schnappschüsse in einem Club oder so zum Beispiel, lässt sich hiermit schon sehr viel anstellen. Und den Blitz habe ich hier, der ist, wie gesagt, sehr kompakt. Ihr habt da auch kein extra Akku oder so. Da ist eine, ich glaube, 470 mAh Batterie bzw. ein 470 mAh Akku verbaut und den ladet ihr hier einfach über USB-C. Und das Ganze wird dann ganz simpel auf eure Kamera geschnallt. Und da gibt es auch keine verschiedenen Versionen für Hersteller oder sowas, denn der wird komplett manuell betrieben. Ihr müsst hier also ein bisschen ausprobieren, was ihr da für eine Stärke und so weiter dann benutzen wollt. Ihr habt 5 Leistungsstufen und die sind meiner Meinung nach auch ziemlich einfach zu handeln, denn ihr habt zwischen jeder Stufe ungefähr eine Blende Helligkeit. Ihr könnt den auch einfach nur manuell anschalten, das ist hier über den Knopf möglich und dann habt ihr hier hinten eine kleine LED-Anzeige, die euch eben in 5 Stufen zeigt, wie hell der Blitz jetzt eingestellt ist. Und wenn ihr jetzt mal guckt, es wird hier wahrscheinlich jetzt schon mal kurz recht hell geworden sein, dann geht hier auch ein bisschen was und ihr könnt es hier ziemlich simpel hier hinten verstellen. Und ihr könnt den, wie gesagt, auf jede Kamera montieren, die eben einen Hot Shoe hat. Ihr habt nur einen Mittelpin. Ihr müsst bei den Kameras dann natürlich manuell den Blitz aktivieren, denn viele werden gar nicht erst feststellen, dass jetzt gerade ein Blitz montiert ist. Das lässt sich aber bei den meisten einstellen und dann seht ihr hier, ihr könnt hier blitzen und ihr seht auch, ihr könnt in einer relativ schnellen Reihenfolge auch blitzen. Der Akku an sich soll bis zu 400 Aufnahmen halten und ich bin so fair und sage, ich habe es nicht ausprobiert, weil ich stelle mich nicht hin und blitze jetzt hier 400 Mal. Aber ich habe sicherlich schon 200, 300 Aufnahmen damit gemacht und musste nicht nachladen. Natürlich über USB-C, in einer Stunde und 10 Minuten ist der wieder komplett aufgeladen. Da schnallt man den halt kurz zu Hause ans Ladegerät hin und dann ist das Ding wieder voll. Und durch die kleine Größe könnt ihr den halt natürlich auch überall mitnehmen. Der nimmt euch in der Kameratasche oder selbst wenn ihr den auf der Kamera oben lasst, überhaupt gar keinen Platz weg.
und ist dadurch natürlich dann sehr einfach zu bedienen. Beziehungsweise sehr einfach überall mitzunehmen und dann eben zu bedienen. Ihr müsst so ein bisschen wissen, wie ihr das dann einstellt, natürlich von der Belichtung her. Ihr müsst da aufpassen, wenn ihr im Live-View seid. Das Bild, was ihr nachher mit dem Blitz bekommt, ist da dann natürlich nicht das, was euch gerade bei spiegellosen Kameras direkt angezeigt wird. Aber das habt ihr auch relativ schnell raus und dann lassen sich damit relativ gute beziehungsweise sehr schöne Aufnahmen machen, die eben diesen, ich nenne es mal ein bisschen Retro-Effekt so haben. Was ihr da einfach noch beachten müsst, ist, wenn ihr den Blitz benutzt, dann macht die Gegenlichtblende vom Objektiv, weil sonst habt ihr da Abschattungen im Bild und das wollt ihr nicht. Das kommt eben daher, dass der wirklich sehr nah an der Kamera ist. Es gibt auch noch eine andere Version von dem IM20. Ich glaube, der IM22 heißt der. Der ist einfach von den technischen Daten fast genau gleich, ist nur ein bisschen höher. Ihr habt also euer Blitzmodul weiter oben angesetzt. Das heißt, ihr könntet theoretisch größere Objektive nutzen, wenn es euch interessiert. Ich packe euch den auch mal in die Beschreibung unten rein, dann könnt ihr euch das alles mal anschauen. Wenn es dann ein bisschen mehr sein darf bei mir, und das ist nicht oft der Fall, aber manchmal ist es eben der Fall, gerade wenn ich Shootings zur goldenen Stunde oder sowas mache oder eben Shootings, wo ich noch ein bisschen Sonne im Bild habe, wo ich so ein bisschen gegen die Sonne vielleicht auch fotografieren muss, da habe ich hier den Godox V100 und der ist ja relativ neu. Ich habe den jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube schon 2 Monate oder sowas im Einsatz und bin damit wirklich sehr zufrieden. Ich hatte davor den Godox V860 III, mit dem war ich auch sehr zufrieden, aber am V100 ist jetzt natürlich die Neuheit, dass der auch sich mit Global Shutter Sensoren synchronisieren lässt. Also gerade vor allem an der Sony A9 III könnt ihr da bis zu einer 80.000 Sekunde auch fotografieren. Und bei mir war es so, an der A9 III, da kann man ja dann das Timing einstellen, damit das Blitzbild bzw. der Zeitraum vom Blitz genau mit dem Global Shutter Auslesen übereinstimmt. Und ich glaube, bis einer 64.000 Sekunde oder so musste ich da gar nichts am Timing umstellen. Da hatte ich eine perfekte Helligkeit im Bild. Also da ist der Blitz auch wirklich sehr, sehr schnell und eben für diesen Global Shutter Sensor auch gemacht, aber er funktioniert natürlich auch mit allen anderen Kameras wirklich sehr, sehr gut. Ich habe hier jetzt die Sony-Version und ich mache das normalerweise so, ich kaufe mir einen Blitz für eine Version von der Kamera und benutze dann einfach die Remote Trigger. Auch hier habt ihr wieder den Vorteil, ihr habt das Godox Wireless System, könnt den also mit diversen Triggern über Funk steuern. Und so ist es auch hier, dass ich den eben an einer Nikon oder einer Olympus und so weiter testen kann, beziehungsweise eben fotografieren kann, ohne dass ich mir da gleich die passende Version kaufen muss. Ihr bekommt den aber natürlich für Sony, Canon, ich glaube Panasonic, Nikon und auch OM System ist da, glaube ich, dabei. Also da könnt ihr euch das auch passend aussuchen, wenn ihr den denn oben an eurer Kamera benutzen wollt. Wie gesagt, der kommt auch mit einer ganz anderen Power daher. Ihr habt eine Leitzahl von 100, also ca. 100 mit 100 Watt Leistung und das ist schon wirklich sehr ordentlich. Ihr könnt den dann hier natürlich auch ganz normal starten. Ihr habt hier hinten so ein kleines Rad, ich nehme mal hier dieses Zusatzlicht gerade mal ab und ihr habt einen 2,3 Zoll Touchscreen, mit dem ihr den ganzen Blitz bedienen könnt. Und das ist meiner Meinung nach schon sehr gut gelöst. Ihr habt hier unten auch noch das Rad und natürlich 2, 3 Knöpfe, wo ihr das Ganze auch noch über Knöpfe bedienen könnt. Aber die Haupteinstellungen, die nehmt ihr alle über diesen Touchscreen vor. Ihr habt hier schon ordentlich Power zur Verfügung und ihr könnt den natürlich auch komplett verstellen. Ihr könnt gegen die Decke bouncen und so weiter. Ihr habt da richtig ordentlich Licht zur Verfügung. Ich habe es gerade hier demontiert. Ihr habt ja noch so einen zweiten Blitz, den ihr als zweiten Blitz für euer Motiv, wenn ihr ein Porträt machen wollt oder sowas, nutzen könnt. Ich bin da aber so ehrlich, ich nutze den eigentlich selten, denn den kann man nicht so gut konfigurieren wie jetzt hier den richtigen Blitz hinten. Ihr habt dann auch noch ein Modellicht, wo ihr das ganze Modelllicht mit, ich glaube, 2 Watt LEDs beleuchten könnt, dass ihr euer Motiv, nenne ich es mal, erstmal probeweise ausleuchten könnt und dann geht da schon wirklich was. Und es ist so, der hat eine
eine Recyclingzeit von, ich glaube, 1,8 Sekunden und die lässt sich mit dem, ich gucke mal, ob ich es mir hier aufgeschrieben habe, mit dem Powerpack PB960 lässt sich diese Ladezeit auf 0,8 Sekunden verringern. Wenn ihr also wirklich sehr viel Blitze hintereinander mit voller Power braucht, dann habt ihr dann auch ein Powerpack zur Verfügung, was ihr euch kaufen könnt, aber auch ansonsten mit dem eingebauten Akku macht der Blitz wirklich eine sehr gute Figur. Und der Vorteil ist, ihr habt einfach 70 bis 100 Blitze in einer Reihenfolge mit voller Stärke, weil das Kühlsystem da einfach hinterherkommt. Das kann ja sein, manche Blitze überhitzen da und dann ist da nach einer gewissen Anzahl von Blitzen einfach Feierabend. Das ist hier nicht der Fall. Also 70 bis 100 Blitze, das ist schon sehr, sehr viel. Da habt ihr euer Motiv dann wahrscheinlich schon blind geblitzt. Da geht also schon ein bisschen was. Auch dieser Akku lässt sich über USB-C laden, entweder direkt im Blitz oder direkt am Akku. Ihr könnt den also auch rausnehmen und direkt über USB-C laden. Und der hat 2900 mAh. Das reicht euch auch für ca. 400 Blitze bei voller Ladung. Auch hier ist es so, ich habe es nie ausprobiert, ob wirklich 400 Blitze rauskommen, aber ich habe schon mehrere hundert Blitze rausgeholt und den dann irgendwann mal wieder nachgeladen und hatte da nie wirklich Probleme damit. Ihr seht natürlich aber auch, der ist schon ein bisschen größer als jetzt hier der kleine IM20. Der hier wiegt ca. 615 Gramm, der IM20 ja gerade mal 30 Gramm, 31 Gramm. Das ist also schon doch nochmal ein anderer Unterschied, aber ist natürlich auch eine komplett andere Klasse an Blitz, was ihr hier habt. Und meiner Meinung nach ist es aktuell wahrscheinlich sogar der beste Aufsteckblitz, den ihr so kaufen könnt. Ich kann den einfach nur empfehlen. Ich habe den jetzt schon wirklich öfters genutzt, gerade eben draußen bei Shootings. Ich weiß nicht, ob ich euch da Bilder zeigen kann, das muss ich mal abklären. Dann seht ihr den auch mal noch ein bisschen in Action. Ansonsten, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Gerade eben die Zeiten, die ihr damit habt. Ihr könnt da auch HSS und das ganze TTL natürlich hat er auch alles nutzen und wenn ihr nicht die volle Leistung braucht, dann geht da auch ruckzuck was hintereinander und ihr könnt auch Reihenbildaufnahmen ohne Probleme damit aufnehmen. Der hier ist aber natürlich preislich auch in einer ganz anderen Klasse. Ihr seid da, je nachdem, ob ihr Aktionen findet oder nicht, irgendwo bei 300 bis 400 Euro. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach ist es aktuell auch einer der besten Blitze, die ihr haben könnt. Was ein bisschen schade ist, er hat keine Abdichtung. Das heißt, ihr müsst eben aufpassen, wenn ihr draußen bei Regen oder so shooten wollt. Da geht es dann nicht unbedingt so. Das wäre noch schön gewesen, aber ja, man kann halt eben nicht alles haben. Auch hier so von den Anschlüssen her, das ist nicht unbedingt so abgedichtet. Das solltet ihr also auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Die IM20, der ist deutlich billiger. Den kriegt ihr irgendwie für 30 Euro oder manchmal auch für 20 Euro. Ich packe euch da auf jeden Fall mal Links in die Beschreibung. Dann könnt ihr das alles mal anschauen. Und ich mache den hier mal kurz aus, dass der hier nicht die ganze Zeit rumfährt. Ich packe euch da Links in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das anschauen. Ich packe euch da auch die verschiedenen Versionen vom V100 mal rein, für Sony, Canon und so weiter. Könnt ihr das passend für eure Kamera kaufen. Und ja, ansonsten kann ich nur wirklich sagen, ich kann diese beiden Blitze empfehlen. Der macht natürlich mehr Sinn auf einer kleinen Kompaktkamera oder sowas. Der hier macht dann schon wirklich Sinn, wenn ihr das Ganze professioneller nutzen wollt. Es gibt auch wirklich sehr viel Zubehör für den Blitz. Da habt ihr also eine riesen Auswahlmöglichkeit, könnt da in der Gegend rumbouncen und so weiter. Da könnt ihr schon wirklich gut was mit anstellen. Wie schon gesagt, das war jetzt einfach mal so die Vorstellung von meinen Blitzen, die ich nutze und die ich euch auch uneingeschränkt empfehlen kann. Gut, bis auf den Teil mit der Abdichtung bei Wetter. Aber ansonsten bin ich da wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Ich habe auch noch einen Godox AD 1200, also die wirklich große Version, wo ihr dann schon ordentlich was wegblitzen könnt. Aber der ist natürlich ganz weit weg von mobil sein und in eine Kameratasche packen. Deswegen will ich den hier jetzt auch nicht weiter noch vorstellen. Das sind wirklich zwei Blitze, da kann ich sagen, die passen in eine Kameratasche, die kann man immer wieder verwenden. Es ist auch so, die Akkus halten lang, auch hier an dem kleinen, völlig überraschend, was da so rauskommt. Die kann man einfach auch mal in die Kameratasche packen und dann erst fürs dritte Shooting wieder benutzen, wenn man den vielleicht mal braucht. Ja,
Und dann war es das eigentlich auch schon von mir. Also ich bin wirklich sehr zufrieden. Wie gesagt, ich packe es euch in die Beschreibung. Schaut euch das mal an, wenn es euch interessiert. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Das war jetzt kein richtiges Review, aber einfach mal eine Vorstellung von den Blitzen, die ich benutze. Es interessiert ja den einen oder anderen immer wieder. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert den Kanal für weitere Videos und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.